Okay. Weitergehoppelt. Es ist mittlerweile 1936. Wir haben immer noch bei weitem nicht genug Geld, um irgendwie uns die nächste Nacht zu finanzieren. Ich weiß nicht, wo ich schlafen werde. Oh, Noserpad. Ja, das nehme ich jetzt aber nicht. Das ist wahrscheinlich unnötig. Was ist das hier noch? Ich brauche sogar noch Plastik. Reus Pfandhaus. Schnelles Geld für noch schnellere Zeit. Oh, kann ich das hier aufklappen? Oh, fingerlose Handschuhe bringen Elektrochemie. Ah, Handschuhe habe ich noch frei. Okay, das nehme ich jetzt einfach. Hm? Achso. Wo sind die Handschuhe jetzt hin? Habe ich die jetzt an? Also was backt hier gerade rum? Wo sind die Handschuhe jetzt hin? Ich kann die Karte von Martinaise mit dir interagieren. Features the patchwork grid of the streets of Martinaise, with directions to appropriately touristy locations. Year 48 resides on the upper right corner. Ich zeichne den Weg durch die Straßen jetzt, aber meinen wunderschönen Kugelschreiber, den ich vorhin gekriegt habe. Aber schön, dass Sie den Ort in der Jahreszahl 48 bezeichnen. Your finger moves through the various streets. Across Rue de Saint-Ghislain and Rue Saint-Sipar. Over Saint-Brun and Martinaise North. Achso, ich zeichne den Weg durch, also mit der Hand zeichne ich das so nach. So. Finally, coming to a halt on the spot where you are currently standing. Although the map gives no such indication itself. Aha, ich kann das da sehen, wo das ist. Das ist ja schön. For a more detailed view of the map, go to your journal and select the Map tab. Ah ja. Judy. Ach guck mal, jetzt kann ich mir die Hand schauen. Okay. Warum ist denn das Ding jetzt hier eigentlich orange? Achso, das ist bestimmt was Neues, oder? Ja, aber es bringt mir Konzeptbildung, das weiße Satinhemd. Ich brauche halt eine andere Hose. Jetzt habe ich vor allem wieder mehr Körperapparat, hau rein. Tanktop, Fitness-Shirt, stinkt nach Schweiß. Dieses ärmellose Schild ist die beste Wahl, wenn du dich nicht verscheust, deinen männlichen Oberkörper und deine haarige Brust zur Schau zu stellen. Egal, das bringt Pluspunkte in irgendwas. Obwohl ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob Elektrochemie tatsächlich das Attribut ist, was man haben möchte. Schleuse bis Mittwoch 7:15 Uhr außer Betrieb. Wann ist heute? Eine badengegangene Butterreklame. Aha, wer ist er? A couple of indicator lights are missing from this control panel. Loose wires dangle from the now vacant holes. In the middle is a lever. Beneath it, a small metal plaque. Es hört sich so an, als wäre das Ding irgendwie kaputt. This panel usually closes the waterlock, turning it into a bridge that lets you cross the canal. But there's a crashed salmon butter sign in the way. Pulling the lever probably won't do anything. Also normalerweise würde diese Schleuse, würde das Ding die Schleuse zumachen, dann würde es zu einer Brücke werden, aber jetzt ist da halt dieses dumme Schild, das passiert nix. Ich drücke trotzdem den Hebel. Pull the lever all the way up until the metal clicks against the contact pins. You hear a soft clunk. Then ein weiches Klacken nothing und happens. du drückst den Hebel fest und lässt den Hebel A los. spring brings the lever back to its original position. You still need to close the waterlock to get across the canal. Some other way. Achso, ich könnte darüber. Also ne, also die andere Seite ist ein möglicher Ort, an dem man sein könnte. Wasn't there a sign over there saying functionality will be restored on Wednesday morning? Ja, da war das halt ein Schild. Aber so lange wollte ich nicht warten. Oder ist heute Dienstag? Ich habe leider schon wieder vergessen, wann wir sind. Ist hier irgendwo? Ich würde sagen, es steht hier nirgendwo, oder? Kann ich irgendwas sehen? Der Mann drüben ist doch nicht... Wie soll ich jetzt hier rüberkommen? Ich habe keine Ahnung. Aber wir reden mit diesen Menschen hier. Guten Abend, was ein Mann in der Schleuse, übrigens mit einem Messer in der Hand. A burly man hangs out by the waterlock, carving up a generous serving of salami with an old hunter's knife. His eyes are fixed on a man stranded on the other side of the waterlock and on an enormous billboard that has fallen down into the canal between them. Das ist eine ganz schöne Geschichte, die er erzählt. Also er schneidet sich gerade eine Salami zurecht und guckt den Mann, der auf der anderen Seite der Schleuse steht, an, weil das Reklamentafel sich nicht rüberlässt. Das sehe ich zuerst. Was tun Sie hier, Mann an der Schleuse? My friend Barry the Butcher is stuck on the other side of the waterlock. I'm keeping him company and eating this salami. Sein guter Freund Metzger Barry ist auf der anderen Seite stecken geblieben und er leistet ihm Gesellschaft und isst seine Salami. Schön. Das ist ja fast toll. From the corner of your eye, you see a man in a yellow shirt and grey overalls waving at you from across the canal. He seems disappointed about the wreckage on the waterlock and the salami.
Die Sache mit der Salami macht ihn betrübt. Very good stuff. Anything I can do for you, officer? Der Mann an der Schleuse pellt die Haut von einer Scheibe Salami und beißt ein ordentliches Stück ab. Ja, wo kommt das Ding hier? I wasn't here to witness it, but those look like tire tracks on that sign. Weird, huh? Then again, plenty of daredevil drivers in Rivershaw. Warte mal, haben wir nicht gerade noch Reifenspuren auf dem Dach gesehen? Warte, was? Das sind Reifenspuren The drauf? words daredevil driver sound ominous to you. Oh, der Devil Driver. Und nicht, dass wir damit selber gemeint sind. Oh, ich ahne Schlimmstes. Too bad it also takes a year and a day to repair anything round here. Especially a waterlock. The rest of the coast is closed off till then. Bis dann sind wir vom Rest der Küste abgestimmt. Wie kommen die Leute her? Das ist vor allem Year and a Day, hat er gesagt. Und hier sagt er nur, dass das dauert ewig. Okay, was hat diesen Hebel auf sich? Wissen Sie, was weiter unten an der Küste ist? Okay, was von der Salami ab? Well, there's the fishing village, an abandoned fish market, a bizarro church. Not much use to the congregation, though. There always seems to be something wrong with it. Es gibt eine bizarre Kirche. Das klingt tatsächlich sehr interessant. Yeah, not really much else. Just bombed out ruins. Ausgebombte Ruinen, so. Kann ich was von der Salami haben? Sure thing. Er schneidet eine Scheibe It Salami is ab. salty. It is savory. It is chewy. The hangover only makes the salami more tasty. Der Kater macht die Salami nur noch besser. Ach, schön. Also es ist schön salzig und Dings. Abrechtig. Wir haben Want some too, officer? Möchtest du auch eine Scheibe aufsagen? Oh, okay, ist Kitsuragi die? Why not? Der Lieutenant denkt kurz über das Angebot nach und entscheidet sich dann dafür. Er nimmt eine Scheibe Salami für den Mann und kaut an ihr. Der Hebel? It's supposed to operate the waterlock, but as noted, it's all junk right now. Disabled because of the blockage. Oh, es wurde abgeschaltet. Also wir könnten das Ding mit voller Kraft trotzdem machen. Safety measure. Turns out the panel needs a special key to be reactivated. Wouldn't want anyone moving the waterlock with debris still in the channel. Nein, das wollen wir natürlich nicht, dass irgendjemand die Schleuse bewegt, während da Zeug rumliegt. Nein. Am Tag 3 kannst du rüber, wenn du... Achso, heute ist Montag. Ah, das ist gut zu wissen. It'll be restarted on Wednesday morning. You want to do the honors when the time comes? Wollen sie es doch langsam, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall, du nickst begeistert. Great! Just drop in on Wednesday if you want to see the waterlock at work. They say the canal crew will be here at 7:15. Aha. Das ist ja auch super. Na gut, erstmal müssen wir aber überlegen, wie wir die Nacht durchkriegen. Also noch einen ganzen Tag und dann 7:15 Uhr. Ich nehme an, wir wachen um 6 auf. Aber heute sind wir doch um 8 aufgewacht, oder nicht? Naja, muss ja nicht jeder Tag gleich sein. Ich spiele aktuell ja irgendwie parallel noch Deathloop. Übrigens ein faszinierendes Spiel. Auch wenn ich verstehen kann, warum Leute die vorher Dishonored kannten, das kritisch fanden. Aber ich mag das eigentlich ganz gern. Da wiederholt sich halt immer der gleiche Tag. Und das ist, so ist es hier nicht. Unsere Tage vergehen. The coast part of the map is inaccessible until the third day. Ah ja, siehst du, Botting? Das hätte ich gar nicht sagen müssen. Das ist jetzt einfach abwarten, bis das Spiel mir das spoilert. Okay, also bis zum 3. Tag. Wahrscheinlich passiert nachts noch irgendwas. Was ist das hier für eine Hütte? Oh, ich komme tatsächlich rein. Ich hätte jetzt gedacht, dass er einfach an der Tür rüttelt und sagt hier, I cannot... Oh. Der Fug? Achso, hier. Das ist ein Typ. Ich dachte, die überlassen mir diesen Laden hier. Irgendeine Maschine. Könnte es eine antike Registrierkasse sein? Ist es, oder? Die Büste einer Frau auf der Plakette steht nichts außer Day. Wie Göttin? In der Dunkelheit surrt ein Filmprojektor vor sich hin. Achso, das ist das Ding, was hier das Licht macht. Was haben wir hier noch? Zum größten Teil Militärkleidung. Hier und da hängt etwas exzentrischer Mode dazwischen. Oh, da habe ich bestimmt meine Klamotten her, oder? Der kennt mich doch bestimmt, der gute Mann hier. It's not often that I see officers from the RCM in my pawn shop. Ah, er kennt mich anscheinend doch nicht. Aber das ist das Pfandhaus. Oh, vielleicht gibt es hier mal eine Pistole. What can I do for you? His courtesy is not insincere, but he prefers being alone with his projector, just watching the movement of light across the walls of the shop. Aha. Also er ist immer gerne alleine, wenn das Licht sieht. Und ich habe das Gefühl, dass ich sie störe. Du schützt den Kopf. Es ist eigentlich schon, wie sehr die Polizei sich in der Gegend auslässt. Da die Beamer jetzt hier sagen, bitte hat das ein Problem mit. Ja, es ist wirklich schade, dass wir so selten hier I sind. haven't had any problems myself, though some of my customers have complained about inconsistent law enforcement. Einige seiner Kunden haben sich über inconsistent Law Enforcement beschwert. Das ist auch eine schöne Variante, das zu sagen, dass die Polizei einfach abwesend ist. Who are your customers usually? Oh, das ist bestimmt eine schwierige Frage, wer seine üblichen Kunden All sind. kinds of people come through here. Locals, travellers,
People looking for a deal. People looking for a keepsake. People who are terminally bored. Tödlich gelangweilt. Verschiedenste Leute, so. As you can see, I have a wide selection of goods for everyone to choose from. Er hat ein weitläufiges Warensortiment. Das Spiel hat kein richtiges Kaufmenü, oder? Weil das ist immer in irgendwelchen Dialogen. Und der Typ müsste jetzt ja übel viel Ware haben, theoretisch. Ich nehme an, du kannst maximal 2 Sachen hier kaufen. Ehrlich gesagt sind einige Gegenstände im Sortiment, du hältst deine Finger an die Lippen, geschmackvoller als andere. Wirklich beachtlich, ja. Geschäftsplaner ist die Wünschen übrig. Sie müssen sich spezialisieren, aber was konzentrieren, rekapitalisieren. Das kannst also das Gegenteil machen. It keeps me entertained. Ist das Roy High? Wenn ja, was hat er zu sich genommen? Ach komm, also das ist ein roter, das ist eine Probe. Ach komm, wir machen die jetzt einfach. Okay, he definitely is high. Whatever it is, you've probably done it, and many other things besides. But you can't cut through the jumble of sensations to get to the answer. Dabei bin ich doch so gut in Elektrochemie. Okay, ich komme nicht drauf, was er Looking ist. at his wares, talking to him, that might give you more clues. Ich kann mit ihm reden, dann kriege ich Wend darauf, auf was für ein Stoff A er ist. guarded man like him wouldn't tell you if you asked out loud. Zurück hat natürlich, er würde nichts sagen, wenn du ihn einfach fragst. Haben Sie zufällig Revolver, wie Sie Polizisten der Bürgermiliz führen? Someone else came here earlier today asking the same question. I promptly sold her the gun you pawned a couple days back. Oh, er hat dir den Revolver verkauft, den ich vor ein paar Tagen verpfändet habe. Aber ich hatte doch in der einen Szene, hat doch Dingsam gesagt, dass ich den Revolver hatte. Also eine Frau hat den Revolver gekauft. This is a pawn shop, and it did feel as if you've met before. Oh God. Oh ja, also das ist, ja, aber natürlich haben wir so, wahrscheinlich haben wir so Klamotten auch her hier. The lieutenant shifts from one foot to another. Alert. War die Käuferin auch eine Polizistin? She didn't seem like a policeman, although she kept referring to herself as a pig, which was odd. I found her interest in the gun a bit obsessive, but I was just happy to get rid of it, and of her. Aha, sie war ein bisschen obsessiv mit der Waffe und hat sich selbst, also sie hat sich immer als Bullensau bezeichnet. Truth be told, she was terrifying. War bei dem Revolver auch Munition bei? Right, so let me get this right. You sold your sidearm, issued by the citizens' militia, and now a civilian is running around the streets of Martinaise with it? Ja, das fasst zusammen. Ich habe anscheinend meine Waffe, die mir die Bürgermiliz von Riverschol gegeben hat, verkauft. In der Tat, ja. Miraculously, his face does not reveal what's happening inside. Sein Gesicht zeigt nicht, was in seinem Vorkopf ist, oder? Dafür gibt es nur eine Erklärung. Die muss einen besseren Plan setzen. Vielleicht ist sie ein Vigilante. Die beweisen wir, dass sie unseren Job besser kann als wir. Mir gefällt das auch nicht. Was, wenn sie ein Verbrecher begehen mit der Bürgermiliz die Schuld in die Schuhe schieben will? Es tut mir leid, dass ich meinen Revolver verkauft habe. Ich erinnere mich vor allen Dingen an nichts, aber es glaubt ihr mir immer noch nicht. Vielleicht ist sie eine Vigilante, als ob das irgendwer glaubt. It's possible in these parts of town. Oder auch nicht. We ought to find her and discourage her from taking justice into her own hands. Wir müssen sie finden. Besorgt sieht er sich um. Wissen Sie, wo ich die Käuferin finde? My apologies, officer, but I have no idea where she was coming from or where she went. Also sie weiß es nicht. Also er weiß es nicht, wo sie herkam, wo sie hinging. A needle in a haystack. There is nothing you can do about it now. You'll just have to hope you luck upon her somehow. Ich muss ja wieder auf Glück hoffen. Naja, man ist die Schleuse dicht. Das Ding ist, bin ich nicht theoretisch auch mit einem Auto hergekommen? Ich glaube immer noch, dass die Disco-Klamotten nicht meine ursprünglichen Dings waren. Ich habe meine Revolver verkauft, offensichtlich. Sie, Storchbeinroll. You were adamant about getting rid of it, officer. Said you were undeserving of a service weapon of the Reverchol Citizens Militia. Oh, sollte ich vielleicht einen Moralbooster nehmen? Was passiert, wenn ich null Moral habe? And I don't like keeping guns around the shop for long. Off the charts photon emissions. The unhealthy kind. Ungesunde Photonen. He's not telling you the whole story. It seems he's trying to spare you. Er will dich schon. Kann ich quicksaven? Ich kann nicht Dialog quicksaven. Okay, das ist, ich frage ihn. You weren't quiet yourself,
officer. Beim Nullmoral und Leben stirbst. Also das ist, solange ich eins von beiden habe, ist gut, oder bei Nullmoral oder Leben sterbe ich? Wie war ich denn so? You were very distraught. You said the gun was a threat to your life and that you can't trust yourself with it tonight. And that you need the money. Ah ja. Ja, ich war nicht ganz bei mir. Ich konnte mich mit dem Revolver, die konnte ich mir selber nicht trauen, aber ich brauchte das Geld. When I said that I don't normally buy firearms, you put the gun barrel in your mouth and sort of sucked on it. Then I agreed to take it. Oh, ich habe einen Revolver geleckt. Das ist ja super. Very normal behavior. You must have been in great shape. Danke, liebe Beherrschung. Wie viel habe ich von der Waffe bekommen? Das könnte vermutlich jedem passieren. Ich hätte mich wirklich umbringen sollen. Vielleicht. Es tut mir leid, dass ich mir das ansehen musste. Wir müssen das nicht weiter sehen. Wie viel habe ich denn bekommen? 15 Real. Was? 15 Real? The lieutenant looks from you to Roy, and then back to you. It's clear that he hopes this tableau might still turn out to be a bad dream. It's not though. Er hofft, dass es immer noch ein Albtraum There's ist. pity there too, in case you didn't notice. Ach ja, das war auch mit weiter. Das war schön. Na gut, sollten wir nicht weiter erwähnen. No apologies necessary, officer. Muss ich mich weiter entschuldigen. Wenigstens weiß ich jetzt, wie ich meine Seiten verloren habe. Reden wir über was anderes. Of course. Ich hätte da, was ich verkaufen möchte. Was möchte ich da verkaufen? Ich könnte diese komischen Kifferhandschuhe verkaufen, aber es bringt mir bestimmt kein Geld. Oder ich könnte sein Kitsuragis, Taschentuch, was er mir gegeben hat, verkaufen. Ich würde nochmal habe ich schon alles gefragt. Ermittlungen? I doubt it, but I can try and answer any questions you may have. Der hängte, weißt du was über den? Also er bezweifelt, dass er übrigens nichts weiß. Na gut, der geht doch hier nie raus. I do my best to keep my distance from all manner of butchery. Bad for business. Bad for everyone. Er hält sich aus Gemetzeln raus. So. He doesn't know anything. Er weiß nichts. Können wir vielleicht eine Leiche vom Baum runterholen? Ah ja, stimmt. Hat er vielleicht irgendwas Cooles? The corpse behind the hostel, I assume. Ja, I don't genau. have a truck with a mounted platform or anything of that sort myself. Er hat kein Laster mit einer Pritsche oder irgendwas. Er sagt, er hat das nicht selber. Ask Geht der- around the harbour. There might be some workers there who'd be willing to help. Nee, ich soll welche Leute The fahren. pawnbroker's gaze is already fixed on the dancing colors. Ja, warte mal, ich muss noch kurz was anderes und ich will mir mal seine Gegenstände angucken. Typical Martinaise streetlight sits among assorted floor and table lamps. Typische Straßenlaternen aus Martinaise. Wo kommt der die her? Na gut, ratzt die The Straßenlaterne? light pole has been carefully cut, and the wiring has been redone and attached to a standard indoor plug. The light buzzes faintly, but persistently. Also jemand hat die Straßenlaterne so umgebaut, dass sie tatsächlich als Innenlampe funktioniert. Das ist ja super. This would make quite a statement in your living room. Das würde ein Statement in meinem Wohnzimmer machen, aber ich habe kein Wohnzimmer, ihr Affen. Ist das eine Straßenlaterne? Yes, officer. As you see, it's in perfect working order. Ja, schön, dass sie funktioniert. Ich kann mir das nicht leisten. His manner is casual, but his speech is careful, measured. He wants you to know that he has nothing to hide. Er hat nichts zu verbergen. Das ist ja geradezu beruhigend, nicht wahr? Wo hat er die her? It was brought to me to be altered. Ach, er macht doch kleine Reparaturen. Also sie wurde ihm gebracht, um We are angepasst zu not here werden. to investigate the theft of city property. Er kommt dir näher, damit der Pfandleiher ihn nicht hört. You have to admit it's rather clever what he's done with it. Er hält inne und schüttelt die Laterne. Also er meint, das ist auch ganz nice. Wie kostet das Ding? 700 Real. A bargain, I dare say. Das klingt ziemlich teuer, auch wenn man das Risiko in Betracht zieht, den Besitzer die Laternen zu There's gelangen. also the matter of rewiring. But the most important transformation is the light's placement among ordinary indoor fixtures, which has adjusted its morphological field. The light became suitable for use inside the home just a few days ago. Ach ja, das morphologische Feld hat sich erst vor einigen Tagen geändert. Vorher hättest du das gar nicht mit reinnehmen können. Ah ja. Kann man im ganzen Spiel jemals so viel Geld haben? Und wenn ja, was mache ich denn mit der Laterne? Ja, schön. Okay, habe ich da wohl jetzt irgendwas erfahren? Was The ist das da? boomboxes on the shelf look well loved and well traveled. Chipped, dented, they stare at you with the unblinking eyes of their tape reels. Die Bandspuren sehen herbe Dellen. Ja, du setzt dich auf die Zehenspitzen, um mehr zu One sehen. especially catches your eye. Deep gold and amber plastic with a big old handle on top. A classic boombox that says Stereo 8 approved.
Stereo Proof, 8 mm Bänder. Oh, das ist bestimmt ein Teil, den ich brauche, um die Musik abzuspielen. Ja, theoretisch geht das. Dann kaufst du die und dann sagt er, dass du sie ja nicht mit dir rumtragen kannst. Dann bist du es nur real. Also zumindest probiert hätte ich das auf jeden Fall. This is you. Golden orange. A sunset suite. Ein Gerät wie ein Sonnenuntergang? Danke, liebes Innenleben. Just make sure it works before you buy it. Setzt sich hin, das funktioniert. Könnte dieses Gerät bei meiner Ermittlung hilfreich sein? Wahrscheinlich 0. If police work means playing tapes, sure. You can use it for that. Or any other time you'd need to play a tape. Sind sie hier funktionstüchtig sind? Absolutely. I've tested each one myself with recordings of speech. Found sounds and music from a variety of genres. Even though I don't really like music. Er mag keine Musik? Na gut, das ist wahrscheinlich in seinem stillen Raum. Er hat die auf jeden Fall That's getestet. odd. Why doesn't he like music? Ja, warum mag er denn keine Musik? The stuff I record myself. Silverware shaking in drawers as motor cars race by. Nocturnal animals climbing on the roof. Airship rotors. That kind of thing. Er mag Umgebungsgeräusche? Das ist ja auch irgendwie putzig. Maybe you should ditch music as well. Get into these more experimental sounds he's describing. Aha. Ich sollte vielleicht auch Musik vergessen. Ja, danke, liebe It's Konzeptbildung. the Harman Welshi W2. Made in Vespa. Designed in Seoul. Plays all reel-to-reel formats. 2mm, 8mm, 12mm. It's even got a little radio in there. Kleiner It'll Rückfall. set you back 12 real. Auch für 12 Grad klingt das nach einem guten Gerät. Leider bin ich immer noch pleite. Was haben wir hier noch? You see rows of toy soldiers guarding the rest of the trinkets displayed on the table. Some on horseback, others in rags, others Eine yet Ringmaschine. in bright blue uniforms. All are stern and unyielding in their duty. Lauter kleine Try Soldaten. to find something pretty and cool here. Then use it to win her back. Wer ist denn sie? Yes. Buy something nice. A figurine. Aha, das ist wahrscheinlich auf die Verlustdingsgeschichte. Wahrscheinlich stellt sich raus, dass die Frau schon seit 15 Jahren tot ist und das ja nicht zurückgewinnen gibt. Mechanikmittel in der Kiste unter den Tisch und eine richtig coole Figur suchen. Everything you pick out seems faded, chipped, and sad somehow. Most of them are just broken toys. Also alles, was ich rausgesucht habe, ist leider eher kaputt. Jetzt bist die Ritter zu Big Pferde. men on big horses, clad in lamella armor and carrying flintlocks, the kind that would mow down a line of enemy soldiers in the blink of an eye. Hey, die frankonische Kavallerie! I used to be very serious about my Franco-Nigerian knight. Er betrachtet die staubigen Figuren zwielicht. Blaue Figuren, das sind bestimmt jetzt hier die anderen Typen aus Grad. They're not all blue. These figurines also wear gold coats and caps, complemented by orange trousers. They are variously posed, wielding swords and rifles with bayonets. Ach so, die royalistische Soldaten. Ach so. Which ones? Ah, those. Yes, they are. I find the paint job a bit gaudy, but children like the bright colours indiscriminately. Oh, er findet die Farben zu hell, aber Kinder mögen sie. Die Lumpen? This set of soldiers isn't meant to look impressive. A few have rifles, but most of them carry pistols. Some even shovels and tall sticks. Das sind auch Soldaten? Ja, wahrscheinlich sind das die Revolutionäre. You're probably talking about the revolutionaries, yes? Yes, they are soldiers, revolutionary soldiers. Diese Revoluzer hier. I think their poverty has been exaggerated for effect. When you place them next to the royalists, it doesn't seem like they could possibly win. Das ist aber auch gemein, dieses Geräusch rechts vom Dings ist auch ein bisschen nervig. Es ist unmöglich, in die Kohorten des Kapitalismus zu gewinnen. Fragen Sie meinen Freund Gard, dessen Sklave ich deshalb bin. Was? Der Kontrast sollte ermutigend sein, das ist die Absicht dahinter. Das soll den Leuten Hoffnung machen, dass selbst wir es schaffen können. Ich wünsche, sie wären nuancierter, so kann ich das nicht kommentieren. Das finde ich Aussage. Nein, Maybe. Mag sein. Kann er drinnen weggehen. Komm mal, Pfand, was ist das hier noch? Achso, guck mal, hier gibt es noch Klamotten, so wie es aussieht. Wow, a very large red t-shirt with an impressive print stands out from the other garb. Oh ja, ein roter, großer Aufdruck auf dem T-Shirt. Oh ja. Oh yeah, the print depicts a muscled man striding toward you.
a giant sword in each hand, encircled by burning embers. Behind him is a cluster of cabins engulfed in flames. Beneath him are the words, Hier burning. Oh, Helm, das war doch das komische Rassismusbuch, was Helm ja im Namen hatte. The antlers on the hood of the man's cloak and his piercing blue eyes are familiar. Das Geweih auf dem Kapuzenumhang, seine durchdringenden blauen Augen kommt mir bekannt vor. Dieses T-Shirt hat einen falschen Helden, einen Hüter der maskulinen Ordnung. Wer ist der Typ auf dem T-Shirt? It's the man from Hendal. Und der ist? Walking away from his burning village. Yes. Der Mann aus Helm, der sein brennendes Dorf Their verlässt? matter-of-fact tone belies their surprise at the fact that you didn't recognize the figure in the print. Sie wirken überrascht, dass ich nicht weiß, wer das ist. Lie, sire, for no reason. Lüge, Majestät, ganz ohne Grund. Ich bin sehr behütet aufgewachsen. Meine Eltern haben mich in langweilige Bücher über ungewöhnliche Menschen lesen lassen. Der Mann von Helm, der sieht ungewöhnlich aus. Ich nehme an, dass ich wissen sollte, wer dieser Mann aus Helm da ist, aber ich habe vor kurzem mein Gedächtnis verloren. Ich muss mich an die grundlegenden Fakten der Realität erinnern. Nein, ich sag das hier. Ich bleib ehrlich. Ha? Ich habe grundlegende Fakten der Realität. Oh, I see. That's tough, man. I feel the same way sometimes. The man from Helmdal is the hero of a series of popular books based on a fictional version of Kotla. Ah, ein beliebter Held, so. In fact, most people don't think that man from Helmdal ever really existed. But they are wrong. Überhaupt gerade, dass es den Mann aus Helm da tatsächlich gegeben hat? Hendal isn't a real place. Helm, da ist ein fiktionaler Ort. Jetzt frage wieder mit seiner Meta-Affekt-Geschichte. Neither is the man a real man, of course. But both the man and Helmdal are an ontological necessity. But hey, it's not worth getting into an argument about. Der Mann aus Helm da ist eine ontologische Notwendigkeit? Ontologie hat übrigens nichts mit Vögeln zu tun. Sondern irgendwas anderes. Eine Ontologie ist eine Beschreibung. Ich krieg's nicht zusammen. Wow. What? Es ist, dieses T-Shirt feiert einen falschen Helden, einer Hüter der maskulinen Ordnung. Ach ja, hier meine feministische Agenda. I doubt the real man from Helmdal was as poor a role model as the one in the popular literature. Das heißt, dass der echte Mann aus Helm da so ein schlechtes Vorbild war? But yes, the books are very sexist. In a not entirely unenjoyable way. Nicht ganz unamüsant. Also muss das mit dem Mann von Helm noch weiter beschreiben. I mean, even if the man from Helmdal didn't exist before the adventure novels, the stories have made it so that he has. It's simple, really. Was? Die Geschichte sorgt dafür, dass es ihn gegeben hat? Also aufgrund der Tatsache, dass du darüber redest, dass es ihn gegeben haben könnte, gab es ihn im Geist der Menschen. Okay. Er klingt skeptisch. You sound skeptical. It's not that complicated. All that's required is a more robust understanding of cause and effect. Ein robustes Verständnis von... Ja, ist klar. Besides, I've been to Kotla, though not quite as far north as the Helmdal, and watched northern lights travel across the sky. Very unique, energetic tides there. Ah ja, also Cutler ist quasi das... Kommt da nicht auch kommt da nicht auch unsere so gute Freundin Kuno Wers her? Wahrscheinlich nicht, oder? Also es klingt halt irgendwie... Cutler klingt jetzt irgendwie sehr wie irgendwie, keine Ahnung, Norwegen, Schweden, irgendwas. Was genau werden wir wahrscheinlich eher nicht erfahren. Helmdal? Ja, da könnte man vielleicht an Sprachwissenschaften, könnte man vielleicht irgendwie Schwedisch, Norwegisch und Dänisch unterscheiden, aber ich kann es nicht. Also er war schon mal da und hat sich die Polarlicht dann It's for geguckt. the best, because Helmdal is not a real place, and thus he could not have gone there. Ja, aber den Cutler gibt's wirklich. Achso, er war nicht ganz so weit wie Helmdal, aber es es nicht gibt, His offensichtlich. theory isn't exactly incoherent, but its logic does suggest some unusual neural activity. Oh, können wir das ableiten, Interesting. auf was er ist? Very, very unique energies indeed. Geomagnetic ley lines, one might even say. Geomagnetische Layer, du riechst ein T-Shirt? Smells like worn cotton and a little old sweat there. Alter Schweiß. Worn cotton with a side of flea market or trash bin. Ah, abgetragene Baumwolle. Sniffing is okay, but please don't try anything on. Can't have you leaving your photon emissions in the fabric of things you're not going to buy. Er möchte nicht, dass ich Photonen abstragen lasse. Ja, das ist aber ein Problem, weil Menschen sind Biolumineszenz. Zwar nicht doll und
quasi nur mit Messgeräte sichtbar, aber an sich leuchten Menschen, wenn auch nicht doll. Und vor allen Dingen wahrscheinlich im Infrarotbereich, aber das meine ich nicht. You're not imagining it. Photon emissions? What is he talking about? Was kostet das T-Shirt? $2 real. That's dirt cheap. Das ist sportbillig. Kannst du mir das nicht einfach kostenlos geben? But why? Weil ich pleite bin. Ein Bulle, so arm wie eine Kirchenmaus. I sympathize, I do. But this is a for-profit enterprise. Es ist ein profitorientiertes Unternehmen. Okay, dann nicht. Mal davon abgesehen, dass ich nicht den Avatar des maskulinen Patriarchats kaufen möchte, was? Hello again. How can I help you? So, Roy's Preise sind seltsame Gehirnaktivitäten. Feeling warm and enthralled by the movement Haha. of light, while the mind continues to race forward. Lucky bastard. He's probably on Parolidon. It's tough to come by on the street. Ach, er ist bei einer seltenen Droge. Das macht's natürlich extra interessant, ne? Wo hatte die her? Das wird uns ja wahrscheinlich eher nicht verraten, oder? Na gut, was ist das? A drug developed by the military to treat and prevent radiation sickness. It has psychedelic side effects. And it makes your eyes turn yellow. Wie cool. Also das Zeug hilft gegen Strahlung und macht deine Augen gelb. Und das ist ein Militärzeug. Wir erinnern uns, dass unser Gehängter so ein bisschen militärische Ausrüstung hatte. Das ist schwer zu bekommen, normalerweise auf der Straße. Kommt es mir viel vor, ist hier drin echt warm. Du siehst dich um. Tritt es näher. Können Sie wieder einmal Ihre Sonnenbrille absetzen? Ich würde mir gerne Ihre Augen ansehen. Why on earth? These are prescription. I can't really see without them. Er tockelt nach hinten. Ohne die Sonnenbrille ist er There's a aufgeschlossen. note of indignation in his voice. Interesting. Er klingt leicht empört. Nicht, dass ich was dagegen hätte, rein nur ich habe jede Menge an Pyrodil, bevor ich mein Gedächtnis verloren habe. Spannen Sie sich mal an, ich bin ein entspannter Bulle und ich nur ein bisschen von dem, was Sie eingeworfen haben. Parolidon is just something you know, since the People's Power disaster. Seit der Katastrophe mit dem Volksmeiler? Ach so, er nimmt das ein, weil der Volksmeiler, also sie hatten anscheinend ein Atomkraftwerk, was in die Luft gegangen ist, oder zumindest gestrahlt hat. Und deswegen nimmt er nimmt das natürlich nur medizinisch. I was with the Emergency Relief Brigade. Had to take it for radiation sickness. Das nimmt das immer noch? He's taken it for mental and emotional, not physical pain these days. Aber ich kann nach dem Volksmeiler fragen, das klingt auch richtig interessant. A bad idea. Some poor leftist built a particle decay generator in hopes of bringing affordable electricity to underserved communities. It malfunctioned. Radioactive waste everywhere. Probably some of it in you too. Aha. Aber gut, er hat die ganze Zeit von welchen Strahlungen geredet. Ein paar arme Linke haben einen Partikelzerfallsgenerator gebaut, also ein Atomreaktor. Nur anderer Name. The People's Pile was a Type U particle decay generator that failed immediately after entering service, releasing radioactive waste into River Esperance. Das würde zumindest erklären, warum das Wasser hier so trostlos aussieht und warum hier generell irgendwie die Landschaft so ein bisschen sehr tot aussieht, ne? Nebenwirkung von Red X. Ach, alle Raketenente. Partikelzerfallsgenerator? A primitive nuclear reactor, also called a pile. Warum Volksmeiler? Ja, wahrscheinlich, weil es die Kommunisten waren. Construction began during the Commune of Revachol. The people continued work on it after the Commune fell. They wanted a cheap source of energy for Revachol West. Ah ja. Needless to say, things didn't work out. Warum hat er versagt? An emergency valve defect resulted in steam pressure blowing the turbine, taking the fuel containment vessel up in the explosion. Both the faulty design and lack of finances contributed to the catastrophe. Also ein fehlschlagendes Notventil in Überdruck, boom. Super, erzählen Sie mir über diese Soforthilfebrigade, zu der Sie gehört haben. We were an all-volunteer force, self-organized. Tried to help the fire brigades contain the spill. Sie hatten noch ihr eigenes kleines Tschernobyl, nur komplett andere Geschichten. Okay, das war eine Freiwilligenbrigade, dessen hat er ein weißes Dreieck an der Weste. Das da. Interessant, also die komischen Zeichen, die Leute alle auf ihren Jacken und so haben immer eine Bedeutung. On the patch, gamma radiation lines crossed with a red drop of blood. Ah, danke, liebe I Warnung. lived by the river since I was a small boy. The Esperance. Didn't have the art to let it all go to shit without trying to do something to help out.
Also er konnte es nicht einfach so geschehen lassen. There wasn't much the volunteer force could do, however. We wasted years in the river mud. Years getting sick. Er betrachtet das spiralförmige Licht und schweigt. Es muss hart gewesen, radioaktive Verseuchung zu bekämpfen. There's a reason why everyone's tried to forget any of it ever happened. And why no one has tried to repair or replace the pile. Pal? Na gut, also sie haben eine kleine Atomkatastrophe und niemand hat das Ding jemals wieder angefasst, aus offensichtlichen Gründen. So much disappointment. And early deaths. Cancer mostly. And we knew all that was coming even as we were cleaning up as best we could. Viele Leute starben jung. Wer war schuld daran? No one's. Everyone's. Ja, der gute Mann ist echt improvisiert. Also es ist wieder so eine typische Situation, wo du nicht auf irgendjemand zeigen kannst, das ist jetzt schuld, sondern es ist halt irgendwie so eine Gemeinschaftsgeschichte. So much bitterness. In der Tat. A bunch of poor people built themselves a primitive nuclear reactor, hoping for the best. Warum also das What do you Brennmaterial think her? is going to happen? Wie kommt es, dass Ihnen jetzt das Pfandhaus gehört? The cleanup happened 15 years ago. I was young then. Later, my second aunt died. Left me this shack and all the assorted junk in it. Achso, eines von den Gerümpel hat er schon geerbt. So Das ist I ja schön. came to Martinaise. People told me don't go there. It's a shithole. I said, people, we just had a nuclear pile meltdown. I'm gonna get as far away from Vorburg as I can. Still in the same city, but Ah ja, er wollte den Stadtteil wechseln. So. I like the theory more than the story. Outward movement, not vortices. Achso, das ist sein Projekt. Yeah, you gotta get in on those vortices, my man. Nein, liebe Elektrochemie, das wollen wir nicht. Ich möchte was verkaufen. Let me have a look. Ich möchte meine Kleidung verkaufen. Ich habe ein faszinierendes Foto von einer Leiche. Oh nein! Ich schau mal in meine Taschen nach. Du greifst auf das Pfandmenü zurück. Anything else you're thinking of selling? Verpfänden. Leeres Tonband. Das ist wirklich das Pfandmenü. Ich kann den Scheiß wirklich einfach weghauen. Ich behalte jetzt trotzdem den Kugelschreiber. Ich weiß nicht, was es bringt, ne? Okay, also ich habe zumindest nichts. Another time, perhaps. So. Weil es Katsuragi übel nimmt, dass ich sein gutes Taschentuch weggehauen habe. Aber hey, wir haben irgendwas von dem Volksmeiler. Das ist halt, wir haben eigentlich ein wertvolles Stück Geschichte mitgenommen hier in der ganzen Geschichte. Revascho hat einiges hinter sich. Ja, das stand irgendwie aus. Ich musste übrigens gar nicht das zweite Dings nicht nehmen, aber ich muss noch was leveln, dass ich zumindest 3 Punkte Moral habe. Weil 2 sind halt echt riskant, dich da sofort umzubringen am Anfang, ne? Na Judy, mehr dazu beim... Oh ne, was haben wir hier noch? Ein Kanadier, ein Zugang zum Fluss des Unrats. Ja, super. Mehr dazu beim nächsten Mal.